Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Nun Leute, ihr seht, hier ist eine blaue 4. Das heißt, ich bin jetzt gerade live auf YouTube und habe yeah. Ich habe heute bereits auch einen Livestream gemacht um 15 Uhr, und zwar gab es einen neuen Nintendo Direct zu Kirby Air Riders und mich hat's echt von den Socken umgehauen, wie viel Inhalt da überhaupt ist. Ich habe gedacht, es ist vielleicht nur so ein kleines Spaßspiel, einfach Kirby und ein bisschen lernen. Nee, guckt euch die Reaction an, Leute. Hier in der Videobeschreibung und hier auf dem Bild seht ihr das Thumbnail. War echt mega und das Ganze hat auch echt länger gedauert als gedacht, weil ich dachte, ey, das ist doch nur ein kleines Spiel, aber war echt sehr, sehr inhaltsvoll und unterhaltsam. Jetzt, heute Abend, ist die Eröffnung von der Gamescom angesagt, Leute. Die Gamescom steht vor der Tür und ich bin mal wieder live am Start und werde darauf reagieren. Und zwar heute Abend ist die sogenannte Opening Night Live. Das ist die Eröffnungsshow. Also das Ganze wird moderiert von Jeff Keighley, demselben Dude, der auch das Summer Games Fest moderiert hat, der auch immer Ende des Jahres bei den Game Awards auch der Moderator und auch der Erfinder ist. Der hat auch in die Wiege geleitet. Und ja, die Gamescom ist in Köln. Die öffnet morgen die Türen für das Publikum. Morgen ist, glaube ich, der Pressefachtrag. Und ab Donnerstag kann man auch als Privatbesucher hingehen. Und ich, Leute, werde am Donnerstag live vor Ort sein auf der Gamescom, denn Kons-T fährt nach Köln am Donnerstag. Ich habe Karten für die Gamescom und werde am Donnerstag dahin gehen und mir das Ganze mal anschauen. Umso mehr bin ich gespannt, was denn heute alles noch gezeigt wird. Und ja, ich habe noch eine Playlist erstellt mit den ganzen Reactions von davor. Ich habe auf das Game Fest reagiert, auf die ganzen anderen Showcases wie die Xbox Showcase, Future Game Show im Juni und so weiter und so fort. Und die ganze Playlist ist jetzt schon über 13 Stunden lang und diese Reaction kommt später, wenn ich sie geschnitten habe, ebenfalls in die Playlist. Ja, könnt ihr euch gerne gönnen, gerne auch binge-watchen für die Watchtime. Und die Playlist lasse ich gerne in die Videobeschreibung oder hier oben auf dem i. Und was auch neu ist, vielleicht sticht es auch gerade ins Auge, da ich jetzt auch live bin, habe ich einfach überlegt, wie kann ich es am besten machen, dass man mir, wenn man will, Donations macht. Ich habe hier einen QR-Code erstellt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen QR-Code scannen und mir eine kleine Spende gönnen, wenn ihr wollt, aber müsst ihr gar nicht. Ich würde sagen, Leute, starten wir nicht lange rum und fangen wir mal an mit dem eigentlichen Highlight heute. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal gleich auf die Reaction-Ansicht und reagiere mal auf die Eröffnung von der Gamescom. Eine Sekunde. Ich mache gerade nur die letzten Vorbereitungen. 2 Stunden später. So, alles klar, dann bin ich jetzt soweit. Warte. So, da haben wir es jetzt. Ich würde sagen, ich gehe mal einfach auf den Game Awards Kanal und schaue mir das Ganze mal an. Verantwortung, Weitsicht und ich spule jetzt mal extra zurück, damit
wir das Ganze von Beginn an anschauen können. Moment. So. Jawohl. Also ihr seht hier, ich glaube ihr könnt sehen, es sind noch 21 Sekunden bis zur Show, deswegen fange ich auch genau hier an. Und Leute, noch mal ganz kurz, bevor es losgeht. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Teilt gerne das Video, schaut euch gerne die Playlist und folgt mir auch gerne bei Instagram und TikTok, um alles mitzubekommen, was ich so treibe. Und jetzt, Leute, es ist Zeit für ein Duell. Nein, Spaß, für die Reaction. Let's go! Ich bin richtig gehypt. Also gerade weil ich auch da jetzt morgen vor Ort sein werde. Richtig geil. Alright. Zuerst kommt die Free-Show und dann kommt die richtige Show. Let's go! 10 Sekunden, dann geht's los. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2025 pre-show. I'm Kyle Bossman. The main show, Opening Night Live, the one with Black Ops 7 and Resident Evil Requiem, hosted by Jeff Keighley. That's soon, but not yet. This is the waiting room. And the secret about the ONL pre-show is that it's good itself. We've got an absurd amount of trailers. Ist der tolle okay so? Könnt ihr gut hören? Und mich auch? Alright, then let's go. And reveals and premieres right here in the lead up. So let's not waste another microsecond. Here's a brand new game reveal. Oh, geht jetzt schon los. Remember me? Your old Bubsy. pal, Bubsy? Geil. From all those classic games you loved. Ach Gott, hier die... Es gab ja für die PS1 ein grauenhaftes Spiel, Bubsy 3D, der kennt ihr. Kein Bubsy 4D. Okay. So, where are we going next? Also Bubsy 3D für die PS1 war ja so eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Auch wegen der sehr schlechten Grafik und so weiter und so fort. Und ja, jetzt wird sich jetzt mal jetzt wieder ein Spiel, das sieht ja vom viel besser aus. The first game I ever played on my PlayStation 29 years ago was Bubsy 3D. If you told me back then that one day I would be introducing Bubsy 4D to the world, I'd say, yeah, that sounds about right. Now let's keep this pre-show popping. Here's another brand new game announcement. Okay, die verlieren ja echt keine Zeit und machen jetzt hier echt einen Trailer nach dem anderen. Das ist doch nicht mal die richtige Show, das ist nur so die Appetizer, die Brotspeise quasi. Okay, es ist so ein Aufbau-Strategiespiel, glaube ich.
Battlestar Galactica. Ah, geil, das kenne ich, okay. You're watching the Gamescom Opening Night Live pre-show, which will basically be me teeing up wall-to-wall trailers in the time before the main event. We do have an interview coming up with the project lead of Double Fine's Keeper. For now, here's a trailer for a LucasArts classic remastered by Night Dive Studios. Okay, eine Klassiker von LucasArts. Star Wars verweigert. Was ist denn das? Like Luke oder was? Nee. Ich spiele nicht. Das sieht ja aus wie so ein Boomer-Shooter, also von der Zeit von Doom und Quake. It's gonna take more than bullets to get what you want, mister. Once so long, man. Sieht aus wie so ein Western. Shooter, aber ich kenne das nicht. Outlaws, Handful of Missions. Okay, das ist wohl eine Nuance von einem alten Spiel, das ich nicht kannte, aber cool, ja. Cool. When I said this pre-show is filled with exciting and really good trailers, because it's my job, normally you'd be right. However, sometimes a trailer is actually just unmistakably exciting and really good. Like this one. Wie was kommt jetzt? Coole Grafik hier auf jeden Fall. Okay. Hat was von Jet Radio. Und du spielst einen Schwulenbus. Hä? Mit dem? Okay. Ich gebe überhaupt gar keinen Sinn, aber das sieht geil aus. Lol, okay. In this year's Xbox Showcase, Double Fine announced their first new game since Psychonauts 2. It's called Keeper, and joining us tonight in a recently pre-recorded interview is the game's project lead, Lee Petty. Hi everyone, thanks for having me. I'm so excited to have you here. So you showed a first look at gameplay of Keeper. The game itself is about the lighthouse, but also the bird as well, right? This duo. And I'm curious about whether that was conceptualized first as like imagery, like it sounds like a cool idea, if that was conceptualized first from like a gameplay standpoint. I always think about the total experience more than say mechanics and art and story. A lot of the game is about, this lighthouse waking up after eons of lying dormant and learning to walk. And the bird is part of that, right? So the bird and the lighthouse are perfect companions because they're different. At the same time, the bird is wary of dark spaces, and there's a malevolent presence around the island that the lighthouse can keep at bay. So together, those two set out on this tale, and their abilities complement each other, but also the bird becomes, I think, kind of the emotional heart of the game. You have an extensive background as an art director, right? I think that's apparent when anybody just looks at Keeper for the first time. So I'm curious about your inspirations. There's so many inspirations for Keeper, and one of the ones that really stuck out was the Dark Crystal. I saw it as a kid, and it was really inspiring to me because it felt like such a different take on a fantasy world that I hadn't seen before, and it was beautiful, but also a bit tragic. It was scary at times, but also really playful and fun. Do the bird and the lighthouse have names? Yeah, well, at least the bird does, and we call the bird Twig internally because she has a beak that is made of driftwood. But for now, the lighthouse is simply the lighthouse. It's just simply the lighthouse. Yeah. Thank you so much for joining us here in the pre-show. When will people be able to play Keeper? On October 17th this year, which is coming up really soon, and we can't wait for people to get in there and experience our strange, beautiful world for themselves. Thanks so much for joining us. Thank you. Well, that was a great interview. And if you thought this pre-show couldn't get any more masculine, buddy, watch this.
Okay. Not so fast, Skeletor. Whoa, what's happening? He-Man and the Masters of the Universe, grabbing cruel destruction, coming soon to all platforms? Yes, it's He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Ball Destruction. Intense beat-em-up action that puts the power in your So ein klassisches Beat'em-up, aber mit He-Man. Ja, lol. It's powered-up pixel perfection for your gaming console or personal computer. Ja, geil. The Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction, coming soon. From Limited Run Games. Thanks for joining us Ja, here at the gut, Open von Limited Run Games kann man halten, was man will. It's a sufficiently chunked immer up das show. Ganze so Just to prove my künstlich point, machen. here's a new trailer for Absolute. Ja. Ey, die hauen ja einen Trailer nach dem anderen. Geil. Im Chat lese ich gerade, glaubst du, es kommt was zum DLC zum Dragon Video. Das kann gut sein, weil die zeigen ja eh gerade was Neues. Und denke auch, Spieleweiterung. Und ich habe jetzt Fragen gegen die Niederung gar nicht gespielt. Ist er jetzt ein DLC in dem Acker oder wie sieht es da aus? And I think Frog Mage revealed too. That was cool. Now, if you'd like to take a break at this moment, maybe grab a Also water wenn er and some jetzt was snacks, kommt, dann denke I ich, really kann es can't auch recommend sein, it. dass sie Here's das a brand new look at auch Long zeigen, Gone. aber warum auch nicht? Also das jetzt ist noch nicht die Hauptshow, das ist nur so die Free-Show. Deswegen geht es quasi nur so zum Appetit quasi, zum Stimmung machen. Die richtigen Dinger kommen jetzt demnächst. Coole Grafik auf jeden Fall. So, Retro mit irgendwie Last of Us Vibes. Okay. Das könnte echt grandios sein, gefühlt. So, Pixel-Grafik im 8-Bit-Stil, aber mit einer modernen Technik. Long Gone, okay? Noch nie von gehört, ist wohl eine Weltpremiere. Geil. Sometimes, frankly, I'm impressed by the amount of nice worldwide reveals they book for this show. Here's another one. Ja, her damit. Oha! Oha! Großvater war doch dieses Spiel mit dem Motorrad. Das ist doch dieses Ninja-Spiel, wo du so Parkour machst. Das war ein gutes Spiel. Jetzt machen sie wohl was im Production-Bereich. Cool. Ein bisschen brutal, aber okay. Okay, oha. Hollow. Oh je. Okay, Frankreich.
Okay, auch wie groß war da ein Ego betriftendes Spiel. Aber es sieht nochmal richtig geil aus. Tschüss. Auch so dieses mit den zwei Händen, die eine kann, eine Person, die eine. Ja, wir haben auch was von Malo Wortes. Okay. So it's my sworn duty as pre-show host Bis to jetzt make people mein Highlight. excited about Gamescom opening night live. Thing is, you can't just tell someone to be excited. You can't just say, y'all excited, and expect people to start clapping. You have to give them a reason to be excited. So, here they are, the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2025. Number 10, hearing people make noise when someone asks if they're excited. Number 9, a new trailer from The Outer Worlds 2. Number 8, the emotional adventure of seeing a new game for the first time and not knowing if it's free to play or not until the end of the trailer. It's anyone's guess these days. Number 7, Ninja Gaiden 4 is showing up. And every time there's an Azuma drop, someone in the audience always goes, yeah! Number 6, knowing there's no Silk Song, understanding there's no Silk Song, but still thinking, what if there's Silk Song? Number 5, PlayStation just had a 19-minute gameplay blowout. You have to wonder what they've been saving for Gamescom. Is that Wolf gonna do something crazy? Number 4, Silent Hill F going full freak mode. Number 3, watching game designers develop their public speaking skills in real time. Number 2, the worldwide reveal of Call of Duty Black Ops 7. Now you might be saying, happened a couple of months ago? No. That was the teaser. This is the worldwide reveal. And the number 1 reason to be excited about Gamescom Opening Night Live 2025, Resident Evil Requiem. So they just announced this at Summer Game Fest, and then they said, see you at Gamescom. Well, look at the time. It's Gamescom. Or it will be in a matter of minutes. You're still in the pre-show, but how about a new look at Also in knapp 9 Minuten sehen wir die Hauptshow. Good morning, Commander. The cooperative state has honored me with the supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives run along. Okay. Glad to see you've not lost your touch. Multiple separatist vessels approach. They wish to eliminate this facility. Destroy them before they do. Itu karena parodie auf Meldungen oder so. Ach, Planetenverteidigung, irgendwas. Welcome again to the Gamescom Opening Night Live pre-show. If you're just joining us, there's still plenty of time to enjoy some bonus video game trailers before the big show begins. Here's a freaky one. Oha. Die Grafik ist sehr realistisch. So, gruselig. Alter, das sieht ja aus wie echt. Okay, Debris vielleicht nicht, aber die Grafik ist sehr gut. Ohne Witz, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es jetzt ein Videospiel ist, das Wasser ist, oha,
Tschüss. Ey, wie realistisch ist das Wasser, bitte? Habt ihr das Wasser gesehen? Wie realistisch das Ganze fließt. Oha. Oha. Routine. Kommende Ende von diesem Jahr. Interesting fact about that game, they actually created that whole environment by 3D scanning the entire bathroom of Jeff Keighley's mansion. Now, we've got 3 more videos and not a lot of time left before ONL begins, so next up, 2 trailers back to back. Okay, jetzt mal 2 Trailer nacheinander. You're no different. My lord, he's here. Wie gut die Grafik mit der Zeit wurde, Leute, das ist doch echt krank. Shanghai. Ein neues Spiel von den Machern von Wukong. Oder I've watched over this city for ages, and every name. Digga, also China kocht. Not one of them dies quietly. You, a soulless husk. You can judge my Okay, ich muss die ganze Arbeit, was ich sehe. Krass. When their artifacts can do what Luke's slaves cannot. Ich habe ja auch neulich vor ein paar Monaten im Kino Ninja 2 gesehen. Diesen übelst erfolgreichen Animationsfilm, der ist ja auch aus China. Dann kam ja noch Wukong. Okay, oha. Dann kam noch Wukong, das Film mit diesem Affenkönig. Das war ja auch aus China und sah übelst gut aus. Und hier ist das hier. And sacrifice ignites the war runners! Der Wahnsinn. Die Fähigkeit schon beeindruckend. If you know not life, how can you know death? Sword of Legends. Okay. Ich wollte gerade sagen GTA 6, aber nee, ist nicht GTA 6. Saberfuchs, okay. Dead Island 3 vielleicht? Simulator oder was? Bad news, Deacon. Storm's almost on top of you. I got eyes on it. You can still turn around, you know. Pineview won't hold out. XDC Logistics. They said you were coming. Take care now, you hear? Let's get it done. Be the hero of the hospital. Okay.
Also so, okay, für PS5 ist noch I'll give you a moment to catch your breath. But to be honest with you, that was not the last king of the road you're going to see in this pre-show. I've got one more trailer for you, a brand new reveal for Sonic Racing Crossroads. Ah ja, okay, das Sonic Racing Spiel. Sonic! Was? LOL! Ah, geil! Also das Sonic-Spiel bekommt ein DLC mit Pac-Man und das Pac-Man-Spiel bekommt ein DLC mit Sonic. Okay, I see, okay. Ja, okay, geiles Crossover. Waka 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 waka. Sega! And that concludes another 10 out of 10 pre-show. Up next, Black Ops 7, Ghost of Yotei, Silent Hill F, Resident Evil Requiem, even more apparently. It is time for Gamescom Opening Night Live 2025. Thanks for watching. Okay Leute, jetzt geht's los mit der richtigen mit der richtigen Show. Ab jetzt sind wir in Köln. Please welcome your host, the creator of the Game Ja, das ist jetzt gerade in Köln. Keely. Und da werde ich jetzt auch am sein. Ich würde auch gerne hingehen, jetzt heute Abend. Leider gab es keine Karten mehr für heute Abend. You guys ready? Aber ihr seht ja auch, wie voll es da ist. Geil, ich will jetzt voll gerne nächstes Jahr dahin gehen. Guten Abend! Welcome to Gamescom! Ja, ich bin geil, This is Leute. opening night live. Hello everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans in the hall here at Köln tonight. Welcome everybody. Ja, okay, es gab 5.000 Leute hier, also für 5.000 Karten gab es wohl und ja, das war wohl die Nachfrage sehr groß. Exhibitors. It turns out that E3 didn't die, it just moved right here to Germany. And of course, there are millions more watching live around the world. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games. From the boldest indies to the biggest blockbusters. Today, the game industry has never been more dynamic. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, okay, also jetzt noch ein bisschen halt dieses Blablabla mit dem ganzen. Stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the Dass es first time it has jetzt die sold 3 nicht mehr gibt, dass es jetzt 2 hier in Köln ist. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything, a wild dating sim where you can romance a treadmill or a curtain. It's on Steam right now, check it out. It's sold an estimated 500,000 copies. All these successes prove something important. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. Ja, Mann! It is highly anticipated and Steam's most wishlist game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. Jawohl, Leute, you're seeing some brand new Silksong gameplay. Hier, es wurde ja vor 10 Jahren angekündigt und jetzt gibt's you guys here at Neuigkeiten. Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. Jawohl, es gibt eine Demo dazu, geil. Silksong is real. Geil, das ist doch schon ein geiler Anfang. And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out.
Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yote, plus major news on Prime Video's Fallout Season 2 arriving in December. And later, we'll have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33, one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom. And the world premiere of the opening cinematic from World of Warcraft Midnight from Blizzard. Now, as always, ONL is also about surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right until the end. Okay, this is our biggest opening night live we've ever done. Let's not waste another second. It all begins with this. Let's go, yes. It brings me such satisfaction to see you here. Oha! A witness to my work. You will know. Ich wäre so gern da gewesen, Leute. Glaubt mir. They want you afraid. Oh, die das neue Kostüm oder? Ah nee, Call of Duty Black Ops 7. Ja, okay, ja, okay. Aber schon ziemlich interessant, weil das ja wieder, wurde ich gesagt, in der Zukunft steht. Also ich glaube, das geht schon nicht schlecht. Also es geht quasi nach Black Ops 2. Glaube ich. Black Ops ist ja so mit Modern Warfare die erfolgreichste Subserie von COD. Aber die Kampagnen sind einfach so kurz. This isn't real. Ja, okay, also jetzt wurde ja Battlefield 6 ja auch gezeigt. Vor ein paar Wochen, da habe ich ja auch drauf reagiert, sah auch richtig gut aus. Und jetzt geben die halt Gas mit Call of Duty. Ja, wollen das Ganze auch hypen. So eager to leave, David. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the idea. Also ich muss sagen, die Grafik ist schon gut. No more games. This ends now. Kommt wahrscheinlich halt irgendwann Oktober, November wie halt jedes Jahr. Und ja, wird natürlich halt im Doppelmodus gehen halt und halt die Multiplayer. Und so ein Top-Down-Spiel. Cool. How about that? Zombies, of course, Dead Ops Arcade as well, and it looks like we also have an official date. Call of Duty Black Ops 7 releases on November 14th. And to tell us more, please welcome Miles Leslie from Prayer and Natalie Pohorsky from Raven to Opening Night Live. Guys, congratulations on the reveal. Welcome, Miles and Natalie to Opening Night Live. Thanks for having us. We're very excited to finally talk about this game. Yeah, excited. Let's get into it. All right. Well, okay, that trailer was obviously intense. Black Black Ops is back. Like twisted world of Black Ops as always. And it looks like you're definitely pushing the envelope again. Absolutely, Jeff. It's been a long road, and we're thrilled to finally be sharing what we've been building.
Black Ops 7's got a bold vision of the future. We're diving into 2035, and it's a future that feels real, just out of reach. Okay, das Spiel im Jahr 2035. Could. And, you know, you come to expect what you got there. It's a world of fear. The shadows are gone. Nothing is what it seems. Yeah, 2035 setting. So the question is, you know, we're wondering, how does this all fit into the Black Ops timeline? Yeah, so we're pulling threads from Black Ops 2 and Black Ops 6. But don't worry, don't get it twisted. This is a beast of its own, Black Ops 7. We're stepping into a world spiraling from the return of Raul Menendez and the consequences of the past. Okay, also auf jeden Fall storytechnisch geht es halt nachdem das Ganze auch die Story setzt quasi an Teil 2 und 6 an. Okay. And every mission, every move is a test. Now, what makes the story stand apart? Yeah. We're also introducing the Guild. Yes. Important to mention, a global tech force that claims to be humanity's last line of defense against this mysterious threat. And their CEO, Emma Kagan, is a visionary leader with a clear mission. Okay, also jetzt gerade so ein bisschen Promo-Talk über Black Ops, über meinen God of Rap, jeder wie immer, also What kind of future are we building and who gets to decide? Aber ich würde sagen, die tell us about how does the story stand apart this time? It's the characters. So the story is about identity, memory, and consequence. And we've crafted this cast like pieces of also puzzle. die Story ist über Identität und Konsequenzen und so weiter. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? Zeig mal ein bisschen From Gameplay. the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 players. It's a shared experience. Okay, wow, das ist jetzt neu. Also die Story kann von einem oder bis zu 4 Spielern gespielt werden. Japan, Cool. exploring the Mediterranean coast, Wow, and then diving deep into the human psyche. All of it has been crafted to really add clues to the story. Das ist neu, also es gab doch immer Singleplayer-Kampagnen, die immer so bombastisch inszeniert ist und halt immer sehr gut war. Dann gab es immer den Multiplayer, der den ganzen Kram ja am Leben hält und die Zombies. Und jetzt gibt es quasi einen Koop-Modus. Multiplayer and zombies. But for now, we hope you guys are excited to step into something new and experience something truly unforgettable. Amazing. All right, Call of Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Oh, ich weiß doch, wie ich halt damals Black Ops 1 gespielt habe, als es rauskam. Es war ja Black Ops 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play solo or up to a 4-player co-op start to finish. You can bring your friends, you can make some new ones, and there's a whole bunch of adventure even after the story. For solo players, we really make sure that they can engage in the campaign the way they want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing it off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 campaign. The pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that challenge your perception of reality. Avalon serves as the narrative's anchor throughout, but the campaign stretches far beyond its borders, both geographically and thematically. It's dynamic and full of opportunities to explore, experiment, and experience the story in new ways. And in the culmination of the co-op campaign, we're unleashing something bold, the end game. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign to the test. The end game is a brand new PvE social experience,
where you and your squad will need to survive overwhelming odds. Okay, es gibt sowas wie einen neuen Modus Endgame, wo each run is a new step in your power journey, as you build personalized abilities and face unexpected challenges. And here, all of Avalon opens up. It gives us a lot of freedom to have some fun. The gameplay mechanics, player movement, players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. That's just a quick look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, there's something for you in Black Ops 7. Alright, for much more on Black Ops 7, make sure to watch the full-length Black Ops 7 September 30th. Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from adventure game legend Ron Gilbert. I grew up playing his games, and I can't wait to show you his next unexpected creation a little bit later. Alright, who's ready for our first brand new game announcement of the night? I figured you'd feel that way. Well, to do the honors, please welcome back to ONL, one of the most respected and recognizable hosts in esports. She's my co-host, Shocks. Hi everyone, thank you so much, Jeff. It is so great to be back here at Gamescom and ONL. I just had so much fun last year that I had to run it back. And let me just say, we have an unbelievable show. Ja, die denken wie in der E-Sport, die denken ganz bekannt, aber ich kenne die halt nicht. Ich glaube, die erzählen die jetzt auch nicht zum zweiten Mal. Our gods have forsaken us for fear of the coming darkness. Okay, das ist das erste brandneue Spiel heute. Oh, lamp bearer, something stirs within you. Something ancient, powerful, hungry. So I ask you, will you harness this darkness within and deliver unto our so-called lords retribution? Ist das noch was für vollen 3, 4, 3? Es gab doch noch so ein Soul-like Leute des Fallen. Es gab jetzt einen neuen Teil, der irgendwie fast gleich heißt. Ich glaube, sie könnte der nächste Teil da sein. Oder eine neue IP, ich weiß nicht. Irgendwann zwischen Mortal Shell, Leute, habe ich doch gesagt, Leute der Fallen 2, ja. Also das ist quasi Teil 3, weil Lord of the Fallen war Teil 1, Lord of the Fallen war Teil 2 und jetzt Lord of the Fallen 2. Okay. Ja, davon habe ich sogar geraten, aber das ich kann nicht. Cool. Your first look at gameplay will arrive later this year. Alright, now for something completely different. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. Was? Sekiro oder was? Sekiro, steht auf Teil 2 des Animes. Geil. Geil.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, weil das Spiel ist ja dafür berüchtigt, dass es ultra schwer ist. So ist ja auch von Software, und nachher von den ganzen Dark Souls und so. Das Spiel ist so ultra schwer, also kann das Anime-mäßig denn diesen Schwierigkeitsgrad? Looks awesome. All right, we're just getting started. Our next new game announcement stars a hero who needs no introduction, a true legend of justice and gadgets. Lego Batman! Ja, geil! Geil! Guck. Feier ich! Geil! I need to become more than a man. I need to become Lego Batman 4 oder so? Gab, glaube ich, 3 Teile und 2 Kinofilme. Alter, das ist was? Die haben einfach die Achtkampf-Mechanik in der Version. I'm Batman. Die haben das Kampfsystem von Achtkampf-Batman nachgemacht. You wanna get nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Dieses Free Flow Kampfsystem. Who's the man behind the mask? Geil, ich rollt mir. Geil. Es ist jetzt Lego Batman Arkham Knight oder was? Und es sind echt nur Elemente von Arkham, der Arkham-Reihe. Jeder und so, und Kampfsystem. Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Ja, geil. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by... Ah! Who put that there? I could have really hurt myself. Geil, kommt dieses Jahr nächstes Jahr raus. Yeah, the Bat is back. Please welcome the head of Lego Batman development team, Jonathan Smith. Jonathan, welcome to ONL. All right, so after the huge success with Lego Star Wars, you guys are returning to Lego Batman? We are so thrilled to reveal this game tonight for the first time to you all and to the world. Yep. And at Gamescom, you will be able to play Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Cool, das ist doch ein nettes All right, well, there will be a demo on the show floor for everyone. Now, let's break down that trailer because we see so many fan favorite references, to films and things like that. So, what is the story of this game? This is the definitive, essential Batman story. We take you on Bruce Wayne's epic journey from origin to legend. You'll train with the League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham. And as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated Geschichte von Batman bis hin zur Legende. From decades of Batman movies, TV shows, comics, and games, all brought together and brought to life in our unique Lego world. Well, we cannot wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say,
Feels like you're really amping things up here this time. Oh, the team has created a really rich, deep combat system that's authentic to Batman's unique style. So, surrounded by enemies, you'll pull off powerful attacks, counters, and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the backlaw to reel them in. For the first time, we've added difficulty levels. Caped Crusader and Dark Knight mode for those who want an extra challenge. And you'll build a new Bat family of allies as you're joined by playable partner characters like Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, each with their own gear, which you'll need to take on a rogues gallery of villains from Joker, Penguin, and many more, including the mighty Bane, as you saw in the trailer, voiced by the incredible Matt Berry. Oh my god, I cannot wait to see what you're packing into this game. It also looks like a bit of an open world Gotham. That's right, Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to explore. You can grapple from rooftop to rooftop, glide over the streets, or cruise around in your choice of Batmobile. This game has it all. I think you've sold me on it. All right, I'm pretty hyped about it. I will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right, now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. Thank you so much, Jeff. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the audience. Thank you so much, Jeff. And some of the best fans at ONL. So is everybody having fun? Yay! I love it. But we're just getting started. Ich wäre so gern da gewesen. Wie gesagt, es gab wohl echt nur sehr begrenzte Plätze. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch als ich halt vor 2-3 Wochen mir das Ticket für die Gamescom besorgt habe, da war das bereits ausverkauft mit der Chance hier heute. We have fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. No respite, no remorse. Woher war? Oder Warcraft. We are the wrath of the Emperor. His angels of death. The Bionicle. But the Imperial is broken. Its armies scattered and reeling. Our foes rise to drag us down, and the galaxy has been torn asunder. Was ist das? On the world of Cronus, we make our stand. We are the Blood Ravens. There is no Ist das Warhammer oder was war das? Only vengeance to enact. While Stephen one of us lives, we fight. Diese Flagge mit dem Schädelkopf, ja, so geil. Boah, ich glaube, das ist Warhammer. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, guck, doch, Dawn of War 4, okay. Ja, okay, das wollen wir. Alles klar. Ich bin nicht so ein großer Strategie-Spieler, aber gut. Centuries after the last great conflict, the battle for Kronos begins again in Dawn of War 4 with 4 playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. Okay, all right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. Crossover mit Monster Hunter? Pokémon. Ah, schon gewohnt. Cool.
Monster Hunter und Final Fantasy. Geil, cool. Cool, feier ich. Oha. Mega Planete. Okay, kommen wir noch an DLC. Da war ja im Chat ja eine Frage, ob jetzt noch was von dem DLC Dragon Ball gezeigt wird. Jetzt jedenfalls der erste DLC. Yoshi P from Square Enix. Digga, Yoshi P ist in Köln. Was? Was? Ey, also wenn wir jetzt noch Kons-T-Versum noch, wie flippe ich aus? Ich hätte den so gerne getroffen, Yoshi P. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Vielleicht noch Leute mehr bewegt, kann ja sein. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、このファイナルファンタジー14と特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思ってます。Thank you, Jeff. Good evening to everyone at Gamescom and all the friends watching online. Today we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV. ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、その時にですね、吉田さんとまたちょっと機会があったらどっかでやれたらいいですねって話をしてたんですけど、今回それが実現しました。今日お見せした映像はですね、まだ一部でして、詳細は来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回ですね、吉田さんとスクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことをですね、感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。はい、ここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again. And now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Okay. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Gamescom. First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. So, wenn Kojima in Köln ist. 今、良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルドとも、我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力してコンテンツ開発してきました。As Ryozo-san mentioned, we worked together on Monster Hunter World, and we wanted to make it happen again, and it's happening for Monster Hunter Wilds. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts joined together. もちろんクロスオーバーですので、ファイナルファンタジー14側にも、スペシャルなバトルコンテンツご用意しております。今日は先ほどね、ティザートレーラーとして、モンスターハンターワイルド側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。Since this is a crossover collaboration, not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it.
Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show you what you can get. Okay, also Final Fantasy XIV hat Aufbauverbindung. Okay. Here's the trailer. Okay, also eine Doppel-Kollabo quasi. Ja, lol. Also die tauschen quasi ein Monster aus. Ich habe halt 14 nie gespielt, deswegen, ja, aber ich will halt mehr so die Story, also Singleplayer-Spieler. Aber ich finde es cool, dass jetzt so Kollaborationen quasi in beide Richtungen gehen, nicht nur in eine. So können halt Fans von beiden Franchises sich quasi kennenlernen. Cool. Kein Gameplay. Something that knows us. Knows the rules. But what if this wasn't the place after all? Look around you. Kann das sein? They can see you. Do you believe this is real? Ich weiß nicht, warum ich das denke, aber es könnte Kons-T sein. It's a test. Sieht aus wie in Richtung Follower wie Alan Wake 2. Die sind ja endlich connected. What are we here for? We're here to play. Egal, was für eine sieht super gut aus. Hä? Die ist einfach nur so ein Level. Are you ready to play? Welcome to the world's biggest gaming playground. Okay. Half a million people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom, awesome indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latin, Gamescom Asia, and beyond. Welcome to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. I'm ready to game, all right, and that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming. Ich war ja so außer mir vor Freude, als Onimusha 5 jetzt quasi der neueste Teil. Way of the Sword angekündigt wurde. Also ich habe mich so gefreut, weil einfach, ja, weil einfach eine alte Reihe wiederbelebt wurde, finde ich einfach geil. Es ist zwar nicht mehr so, es ist jetzt nicht mehr
die alten Charaktere. Aber trotzdem ist das noch die Mutter. Alter. Sorry, gerade egal. Was sie bekommen. Ja, wenn ich mich erschrecke, drücke ich halt und dann tue ich die Behinderung. Bekomme ich ab und zu halt diese Plastiken. Und ja. Aber alles gut. Ich liebe nur. Sieht gut aus. Ob wir auch von Okage 2 was sehen werden? I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. Jetzt komme ich noch einige andere Spiele außer GTA 6 die Tage auf jeden Fall. The automated industry complex will be the link, connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going. Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. Enfield. We don't simply talk about our dreams. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission. Ja, okay, sieht auch ganz cool aus mit diesem Anime-Look. Good night. Good night. Yeah, baby. Ini kalau aku foto kan. Okay. Civilization oder eine Universidades. 5, ja okay. One other matter. The Alpha. She was found. This will truly be the a world where we are the one and only human race. I'm afraid your friends came far too late. I see the years haven't been kind. I know about the Alpha. Why is she here? Oh, geil. Damned Autos. You tore my heart out when you took it from me. Now it's your turn Das to sieht jetzt auch von draußen kann er sein, wird glaube ich, sind mir das nicht ganz sicher. Oh, Mother. Thank you. Ah ne, Demo ist draußen, Demo, nicht, okay, aber Demo ist draußen. Oha. Krasse Effekte auf jeden Fall und sehr bunt. Ist das dieses Marathon?
von Bungie, dieses nee, Wind Waker. Okay. You guys having fun so far? We got a lot of shows still coming your way, all right. Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary RPG franchise. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling, and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for Season 2. To tell us more, please welcome to ONL some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Okay, jetzt geht es darum, dass die Fallout-Serie beleuchten. Okay, dann kommt hier, glaube ich, ein neues Season raus. Und die Serie wurde ja auch ziemlich erfolgreich, weil auch die Macher eben auch Fans von dem Spiel sind. Everybody, great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah, you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard to come here and show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we just blame it on Todd. So we're back, and given that history is that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about Season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janine? Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really excited to take them all to some of our favorite locations from the game. Oh my God, yeah, it's such a classic game. And we're very excited to see what you have in store for Season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Hello. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation up against yourself in Arcade, and you won for Fallout. Congratulations. We want to talk about Lucy's journey in Season 2. You know, how do you think her exposure to the wasteland is going to sort of affect her vulture sensibilities this time? Yes, the question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him wasteland justice, which is the Ghoul's justice? I think a central question of the season is whether Lucy will transform the Ghoul, whether the Ghoul will transform Lucy, and how much they will influence Fallout 1 gespielt, das Original, die ganze Fallout 2, now that Lucy and Ghoul 3 und New Vegas. Tell us about Maximus. Does he get deeper into the Brotherhood of Steel this season? So deep. Yeah. So Tell us more. Yeah, when we first met Maximus, all he wanted was to be a knight. And now in very Fallout okay, also auch im Schauspieler von der Serie. So here he is now with his newfound status, trying to make the world a better place. Es geht gleich wieder Spiele, keine Sorge, Leute. Flawed society. Es ist halt einfach eine Serie, so eine Spielserie. Let's talk a bit about Ghoul. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in Season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out, and as he does, he's going to uncover conspiracy with huge implications for the wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Now, Season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool. But now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling.
but there was one character in particular from New Vegas that I was really excited at the possibility of seeing a little bit more from. The writers were no good at describing this. Okay. From New Vegas, man. 1,000 words? Oh. I think so. Okay. All right. Well, it sounds like then we might get to hear a little bit more Seal of Season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like ein Charakter we like those, right, guys? Right, Gamescom? Von New Vegas. All right, Gamescom. Here's the world premiere of our teaser trailer for Season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. Jetzt kommt der Teaser-Trailer. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McLean? Ja, nee, also die Serie ist schon nicht ganz gut. Das sieht auch tatsächlich gut gemacht aus. You want to know why the world ended? It started here with one man. It's all over, but the cry. Cooper Howard, star of the silver screen. Das ist doch Like yourself, I am the very best. But what Timo I do, Habe aus New Vegas. Was? is I know everything. Ja, geil. I know there's a war coming. Die Brille von The Australien. bombs will only be the beginning. My concern Das is that you ist do just einfach about New anything to Vegas. save your family. I think you are actually quite a Die vile man. Lieblingsteil von Just don't want to kill so me vielen Leuten. yet. Ja, geil. Das Ende der Welt ist noch nicht vorbei, okay. Oha, diese... I defer to you about what to do in this situation. Leisten die nochmal. Klauen. Ja, ich hab vergessen, wie die Monster hießen, die halt, ja. How about Geil. that? That looks incredible. Deathclaw, of course, and our first look at the new season. And Robert House's Jonathan Tease, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shox. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. But last year, Okay, jetzt Indiana geht's Jones wohl and wieder the los Serpent mit dem was Spiel. acclaimed for its incredible gameplay and story. And next month, the adventure continues with The Order of Giants, a story expansion with new puzzles and foes. Here is your first look at the gameplay and a special announcement. Indiana Jones und der große Kreis, der kompletten DLC. Ja. Ja, jetzt. What do you know about the legend of the nameless crusader? Witzigerweise, das ist ja zuerst ein Xbox-Exclusive gewesen, weil Machine Games und Bethesda, vor allen Dingen Bethesda jetzt ja auch zur Microsoft gehört.
Aber witzigerweise kam ja jetzt dieses Jahr auch die PS5-Version. Go way, way back. Ja, geil. Worshipped by the Mithras cult. I can't believe ich you muss dared to das investigate this. Hauptspiel noch spielen. Gut, dass das einfach noch weitergeht. Also finde ich aber cool. It says Semper Vivus. Always living. Ja. Not dead. Jetzt wo ich das gerade sehe, Leute, wir haben aber auch von die Ewigkeit keinen neuen Trailer gesehen. Es gab diese Remaster von Teil 1 bis 3 und dann Teil 4 bis Angel of Darkness. Aber ein neuer Tomb Raider, das haben wir nicht gesehen. September kommt raus, der DLC. Ich weiß nicht. Okay. Wow! Okay, geil! Indiana Jones and the Order of Giants is coming on September 4th, and as we just announced, it will also be released on Nintendo Switch 2. Indiana Jones, das kommt nicht nur für den Film, auch noch für den Film 2. Now, let's step into the world of Deadpool. First announced at Summer Game Fest, here is the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. Okay, Deadpool VR. Das muss richtig Spaß sein, da die Gamer in VR zu messen. Nice imagery. To score eyeballs, I need talent. Now that is efficient exposition. It's quasi, ja, in der Virtual Reality. Bastards recruited across time and space. They require persuasion. Look who it is. Stylo Gyro, a deluxe portal for two, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Cheers a trillion. Minimum effort. Little tolerance for low ratings. Oh shit. OMG. Ich kaufe ja immer noch auf eine Portierung von Half-Life Alyx. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. Okay, was kommt jetzt? Panzer. World of Tanks. World of Tanks 2. Army Man. Boom. Die was nicht sind. Hier so ein Panzer. Kampf. Jung. Es ist jetzt gerade kein richtiges Gameplay, deswegen bin ich ganz so, okay gut, vielleicht ist halt der Panzer, aber
Einheit von mir. Ja doch! Ah, ich hab's doch sogar richtig geraten. World of Tanks 2.0. Ja, okay. Okay. The World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Saber and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun action games of the generation. Well, next year they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. Was auch immer das ist. Okay. Thanks, Dad. Improvise. Okay, so ein Monster. Okay. Liar, liar! Zombie Oopsie! They're wrecking our ride! Could use some help now. I need some first. Can you all please cover me? Whatever works. Hat abgeschnurrt von Left von der. Aber es ist Toxic Commando, okay. Sein Platz Warum kommt da jetzt Werbung? Ist manchmal gar nicht so. Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, so many other classic games that define the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike, vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. Roguelike, very good. Voila, okay, das habe ich noch nie gehört. That is the only problem. Okay. Yeah, fast falling. Yeah, Lord, okay. Okay, man läuft quasi den Sensenmann von dem Weg gewesen. Ja, okay, ist jetzt nicht so ganz mein Dran, aber es ist witzig und gut, dass von Gilbert ja wieder am Start ist. Aber so, ich habe ja auch, hat mir jetzt noch was aufgefallen. Ich habe ja vorhin gemeint, dass der Phil Schäfer ja der Erfinder von it's very fun. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. This screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. As they dive into the shadowy world of espionage, where truth is stranger than fiction. Every failure isn't the end, but the start of a new path.
I once knew a spy. Brilliant. Das ist von dem Studio von Disco-Illusion. Magnetic. Da bin ich jetzt mal gespannt. Her name was Herschel. Dark gold hair, a well-worn life beneath. A dandelion puff, waiting to be blown. She tried to look out for me. For us. None of it mattered in the end. Everything she touched, we put into failure. Wow, wow, wow. Geil. Zero Parade. Now, let's talk about Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Jörg Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, who was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Jörg, can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies us. Democracy is under attack right now. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33 plus Resident Evil. Genau, wir kommen nachher noch die Musik von Claire Obscure und dann noch Resident Evil Requiem. Vielleicht endlich mal Gameplay. Und vielleicht sogar Leon Review. Ich hab doch so gelesen, dass der Leon ja dabei ist. Okay. Okay, so ein Zombie-Waifu-Game oder was? Mit Motorräder. Okay, Monster, Motorräder, Waifu, alles klar. Neverness to Everness, okay. Chat geht gut, Chat geht gut, also Spaß.
Okay. Unbeatable. After an ageless Okay, slumber, cool. the primal flow awakens once more. It is fate that brought us together. Shisha. Such a pathetic place. Who is this guy? What does he want? Your ignorance is despicable. A power stirs deep beneath us. Also nicht vom Stil her, sondern vom wie wir jetzt die ganzen Wettkämpfe und die nicht machen. Okay, ja, okay, so ein... Der erinnert mich gerade ein bisschen an Star Ocean. So ein Echtzeit-Kampfsystem entwickelt für der echte Ocean sein. Okay, ne, von auch Dings gehört. Okay. Nicht ganz Star Ocean, aber nah dran. Squid Game in Fortnite. Ja, okay, das habe ich mal in der Doku gesehen. Grünes Licht, rotes Licht. Das ist egal, also einfach nur Werbung. Okay, jetzt gerade einfach nur kurz Werbung, jetzt kein richtiger neuer Trailer oder so, das ist ganz nur so, ja, Werbepause quasi. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part, it is free. Now it is time for something truly special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, the debut title from French indie studio Sandfall Interactive, captured hearts. Okay, jetzt kommt glaube ich der Part, wo die den Soundtrack von Absolutely. This is a very special game, and tonight we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Laurent Testard, and vocalist Alice Dupont-Pissier, performing Alicia from Clair Obscur Expedition 33. Ich hoffe, es gibt gleich kein Copyright-Claim. Hi, ich bin's, Ralf Schumacher. Du willst wissen, nee, wie es viel gibt dein jetzt Auto Ralf wert Schumacher. ist? Geh auf wirkaufen-dein-Auto.de. Gib einfach dein Autodetail. Es ist echt ein super geiles Spiel auf jeden Fall. Mit einer richtig guten Story und einer richtig guten Welt. Könnte echt Game of the Year werden. Ich habe es noch nicht gespielt, also kenne ich den Soundtrack auch nicht. Das ist aber echt eine schöne.
Ich würde schon gern nächste Zeit mal spielen. Kommt gerade noch nicht so dazu, jetzt die neuesten, von den neuesten Spielen zu spielen, aber kommt noch. Ich bin mal kurz leise, aber noch um die Musik zu genießen. Schön. Süß. It was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. Okay, also es ist noch nicht vorbei, Leute. Since ancient times, Ninja Gaiden 4. Ja, Ninja Gaiden 4. Geil. Ey, das war mal von der Xbox Showcase, die auf die ich auch reagiert habe, ne, so alles in der Playlist. Hab mich derart gefreut über die Ankündigung. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe ja Ninja Gaiden auch als auf der NES gespielt, also die ganz alten 8-Bit-Dinger. Und dann auch halt die Lieblingsreihe, also Ninja Gaiden Sigma 2 und 3 und Z war okay. 3 fand ich, ja, geht so, aber 1 und 2 waren nicht mega. Und jetzt haben die sich ja mit Speicherverbrief ja zusammengetan und ja, also richtig geil. Das sind jetzt dieselben Leute, die auch bei Rollenden gemacht haben und sieht aus wie Leberkadue. Das ist ja auch geil, dass das ja auch einfach Ninja Gaiden 4 heißt, nicht einfach Ninja Gaiden irgendwie Reboot oder so. Wow, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wish list your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a vast, okay, ein MMO-Shooter, okay. Aber aus dem Südkorea. Ja gut, will ja auch komisch, wenn es aus Nordkorea käme, aber okay. Wir gucken mal. You crossed the line. Are you trying to get us all killed here? Cinder City, 3 okay. minutes to drop. Everyone stand by. Also irgendwie die anderen asiatischen Länder außerhalb, die einfach die kochen ja richtig geil. Hatte gerade was von Dead Space. Und eben einem Zauber, der kostenlos jetzt nicht gut. Ja geil, okay.
gefällt mir. But that's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter. Okay, noch ein brandneues für denselben Here's Thema. your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor, a ghost of my former glory. Until one day when I was stabbed. Okay. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the time space. So ein hero to the modernity. And we were promised to fix our past. I guess that's what we're here to do. Time Taker. Okay, ich kenne auch einige, warum da jetzt vorhin die ganzen Szenarien. For decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. Okay, jetzt kommt ein Spiel, was mich so mit am meisten feuert. Brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actor Susie Young. Of Memories, was ja eigentlich echt sportlich ist. Alle Teile gespielt. Deswegen, also nach einigen Jahren mal einen neuen Teil Spiel sein, ich finde das echt geil. Könnte gleich gruselig werden. And laid claim to my soul. In turn, kommen wir auch von sehr bald raus. By claiming the life of your old self. Es gab ja irgendwie eine Diskussion, dass es wie ein Souls-like gespielt wird, wegen dem Kampfsystem. Keine Ahnung. Wollte mir jetzt nicht zu viel von anschauen, um nicht gespoilert zu werden. Aber auf jeden Fall ist halt das Spiel halt ziemlich viel Nachkampf und mich stört überhaupt nicht. Ja, das meine ich, damit kommt mir halt nicht klar, dass die halt kämpfen kann, aber mein Gott, wo ist das Problem? A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day isn't always good. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. Es wird vielleicht nicht so legendär werden wie Silent Hill 2. It's time to say your goodbyes. Original, aber ich finde schon, dass es eine bestimmte richtige Richtung. What's Also going von on? allem, was Konami gerade so macht, It's got my home too. das heißt, es bin ich am meisten gehypt. Ich bin sich mehr als auf das Remake von Metal Gear Solid 3 und so und Tell me, who are you? Please. Just die. okay. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. Okay.
Anteilig schwierig. Dantes Inferno 2. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone. Wenn das jetzt eine Nachfolger ist zu Dantes Inferno, dann bin ich gehypt. Das habe ich ja damals gespielt. Jahr auf den Cliffhanger. Würde ich feiern. Ist auch ein paar Jahre her. Das war ja damals so ein God of Rap Auftritt. Oder es geht um dasselbe Thema, aber ein anderer Einreichung, anderes Spiel. Göttliche Komödie. Doch. Also ja, dasselbe, aber anders. Okay, cool. This is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn. Ich finde es auch cool, dass die haben ja jetzt die ganzen Jahre an Silent Hill 2 gearbeitet. Und ein Jahr später, nicht mal, kommt ja schon das nächste zu nehmen. Finde ich cool. Are you glad to see me, friend? Geht auf jeden Fall irgendwas mit Zeit. Das wird man groß. Ich mache mal ganz kurz die Musik aus, weil es kann ja halt den Probleme geben mit dem Copyright. Deswegen. Warten wir kurz, bis der Teil vorbei ist. Danach mache ich halt den Ton wieder an. Aber ja, ich bin schon interessiert in dem Spiel. Die haben ja Layer auf 4 gemacht. Dann Medium, Silent Hill und jetzt Kronos. Jetzt ist glaube ich wieder okay. Ja. All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Look at this. Tens of thousands of Europeans packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for
for the Outer Worlds 2, what are you going to get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in. Stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels, get ready. Here comes the Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff! It's gotta be Jeff that's rolling it, right? And now, a trailer for the part of the game you remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. Ja, also Outer Wilds 2, Outer Worlds 2, der war sicher auf der Live auf PS4. Wurde auch von bereits genügend gezeigt und so. Aber ja, jetzt zeigen wir noch ein bisschen mehr. And no, you can't sleep with them. Okay. Also keine Beziehungen nur Romanzen. Oktober, also doch schon bald, okay? Lots more to come here at ONL, but now a first look at Inzoi Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. Ist das Inzoi oder was? Nee. Doch, Inzoi. Aber hä, ist es dieses nicht erst im Early Access? Ich hab's gehört, dass das Spiel für die PS5 erscheinen soll. Aber das ist, glaube ich, doch gar nicht in der Version 1.0 gegeben, ne? Also wir haben das doch voll, wir sind wohl noch im Early Access und quasi die wurde Video ist noch nicht mal drauf, aber nachher jetzt schon so ein DLC raus. Naja gut, okay. Where calamity began, this trial shall end. Awakeners, prepare for the final confrontation. Krasses Spiel von vorhin. So ein Anime mit Gebäuden. Nee, das ist okay. So ein Weichbuch sogar. Ich wäre besser auf die Kronen, abseits der ganzen Kronen, die das fand ich auch nicht ganz schlecht aus. Okay. Bildtrigger, ja, okay. 7つの大罪 7 Legends, okay. あいつらとの冒険は騒がしくて大変だったけどなんとかなってよかったなけどな俺たちにまた一つ面白い運命が待ち受けてる気がするんだ多分楽な冒険じゃないだろうな Ja, bin doch jetzt hier ran, weil das ganze Spiel anzugucken. Und ja, wir sind jetzt auch bald, noch nicht ganz so bald durch. Gab bis jetzt auch mal ein ganz spannendes Spiel auf jeden Fall raus. 早く出発するぞさてさてさて CBT 募集が始まるってよ絶対参加してくれよな
Jetzt kommt dieser, nee, das ist doch Werbung, okay. Okay, erstmal Werbung. Ich frag mich halt auch, also da oben links die Zuschauerzahl. Hier ist jetzt gerade 0, dann mal 4, dann mal 1. Das ist nicht verwirrend. Weil ich habe gesehen, dass es gerade Michelle in dem Chat geschrieben hat. Hab sie jetzt auch gerade zurückgeführt, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich noch überhaupt jemanden gerade zuschaue. Aber naja. Ach, endlich! Hier bei uns zu den Bloodlines 2. Your reputation is legend. Ey, guck, jetzt ist dann bei 2. Gerade eben war es 0. Also, deswegen. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle hier seid, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob wer alles noch da ist von den Leuten, die im Chat waren. Es gibt einige. Und ja, jeder geht hier gerade gemütlich auf die Eröffnung von der Gamescom. Schön auch, dass wieder mal der Chat ein bisschen aktiver ist. Geil! Ey, das ist ja seit einer Ewigkeit, den wir machen. There are some big news. We finally have a firm release date for Vampire Bloodlines 2, October 21st of this year. And next, since we're here in Germany, it is only fitting to spotlight a homegrown success story. Das Spiel war ja so ein bisschen in der Entwicklungshölle. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, how you build, and how you survive. It's a monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Night Live. Listen. I dreamt of a time before the corruption and the fight for survival. I dreamt of a shimmering home and of exile. To find peace, we must brave the deep. Hear the old gods whisper, and an ancient fury awakens. We shall purge the veil and command the water to yield to our will, for there is no greater power than the flame of the faithful. Okay. Awesome! And tonight at ONL we have news of the latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time, and the reveal of brand new expansion as well. Hello, für die PS5 kommt. Ey, Vampire. Digga, was? Age of Empires, das Xbox, das Microsoft-Spiel, schlägt hin, komm bitte. PlayStation, okay, lol, aber geil, geil, nice. Ey, nie damit gerechnet. Aber noch geiler wäre, wenn jetzt noch Halo kommen würde. Ja, geil auch.
Kingdom kommen würde und ja. Honored friends, masters of the blacksmith's guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Gutenberg's old forge, Henry of Skalitz. Okay, and then see wohl Ready? We can begin. Yeah, Legacy of the Forge. Okay, yeah. First look at Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to the test to acquire and repair a legendary burnt-down forge with brand new design features. Alright, do we have any Cult of the Lamb fans in here? Alright, it's time for some big news for the darkly comedic action-adventure management hybrid game. Here's the announcement of a major expansion to the game coming soon. Okay, also nochmal eine Erweiterung. Okay. Sieht schon schöner aus von der Spiel her. Okay, aber auch ein bisschen creepy. Ja, okay, eine Erweiterung also. Heaven. Okay. Awesome. Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary and kicked off its 3 expansion story arc, the World Souls Saga. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. World of Warcraft ist jetzt 20 Jahre alt. Everyone. I am so excited to be here to reveal our next adventure, World of Warcraft Midnight. I'm equally excited to welcome you all home with our new housing feature. And if you're here at Gamescom, please come by and check it out on the show floor. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. Okay, die 11. Erweiterung in 20 Jahren. There's a looming darkness, and it's threatening the ancestral home of our blood elves. But Midnight is also about light, and about hope, and about heroes who rise when the world needs them most. And it's about the bonds that tie us together. And it all starts at the Sunwell. And if any of you have ever played WoW, do you remember the Sunwell? With that in mind, please enjoy the premiere of our cinematic introduction to Midnight. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light Leandrin, it has begun. Okay, jetzt also eine CGI für eine neue Erweiterung. Ich habe nie World of Warcraft gespielt. Also aus dem Grund, dass ich jetzt weiß, das ist ja so ein unendliches Spiel quasi. Digga, wenn ich anfange, dann höre ich das nie damit auf und spiele auch keine anderen Spiele mehr. Deswegen.
Lieber Singleplayer, Story spielen. Little elves. I can see you grow weary. How much longer can you hold out? Flee and save yourselves. Ist es so ein willkürlicher Gegner oder nochmal gewonnen? You see? She understands its hopeless. Hab's ja nie gespielt, deswegen gerade keine Ahnung. You all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through. I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Please give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. Okay. Ja, leider ist es jetzt nicht vom Gameplay so echt gleich. Es ist halt ein FMG. Und das ist ja eher so Vorwurf. No more light. Aber ja. Without your aid, we will perish. I beg you, help us. Schön gemacht. The sunwell will not fall. Not while we draw breath. Ich hab das Gefühl, hier nach kommt nur noch Resident Evil rückwärts und dann ist es fertig. Außer da kommt noch so ein One-Last-Ding. Ach, nächstes Jahr kommt das. Okay. What a great cinematic. Nobody does those better than Blizzard, and hope you guys enjoyed that. All right, next is the global announcement of a new project from Team J, the dev team behind Delta Force. Project Spectrum is a tactical shooter for the fearless. It is a physiological horror PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the world. Face the horror or become the horror itself. Can you describe the sound in the recording? Noch ein neuer. Let's go back to the start. Ja, voraus. I remember the wind. Aber sehr gut gespielt. What the hell happened? Cool. We got company! Eigentlich nur das Monster.
krasse so Masken. Immer wenn ein Spiel so ohne Hass kommt, also ohne diese ganzen Lebensweisen und wie viel Ammunition noch rum, finde ich schon sehr immersiv. Cool. Cool. But sometimes, loss can birth beasts and bury truths. Ja, geil. What if you are the beast? The beast? Dieses Monster. Oder hey, ist das so ein asynchroner Multiplayer-Spiel? So steht das nicht. Das sieht schon cool aus. Okay, okay. Go back to the start. Alright, this next world premiere feels familiar, yet it is something brand new from wargaming. And trust me, you've seen them with tanks, but you haven't seen them do anything like this before. And it's coming to PC, consoles, and Steam Deck. Okay, noch eine neue Version hier. Okay, in-engine aber kein Gameplay. Okay, schon sehr schnell alles. Für die Frames perfekt. Irgendeine neue IP von irgendeinem alten Hersteller. Ich denke nicht vorstellen. Aber die Framerate ist sehr, sehr smooth, das muss man sagen. Hä? Word of Thanks Heap. Okay. This October, Sucker Punch and PlayStation take us back to the year 1603 into the sandals of Atsu, a lone Ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family at the hands of the ruthless Yote VI. Tonight, we have a new look at the deadly, beautiful world of Ghost of Yote. Das kommt ja auch bald raus. Are you going to keep me alive? Ja, also ich habe jetzt eigentlich nicht so viel dazu
mögen, weil ich habe bereits ja das State of Play dazu gesehen. War definitiv angetan davon. Und es gibt ganz klar, dass es ja sehr ambitioniert ist und auch halt schon sehr gut aus auf jeden Fall. Und ja. Ruthless spirits wandering the land, driven by vengeance. Sometimes I feel like that is what I am. Kommen die auch bald raus? Im Herbst halt. Ah, und das Legends, das ist der Multiplayer. Geil. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yotei out October 2nd for PS5 and confirmed today on it's also getting Legends co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions, all free if you own the base game. For nearly 3 decades, Resident Evil has terrified, thrilled, and defined the survival horror genre. Now, a new chapter rises from the shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse of Resident Evil Requiem. Tonight, we're diving into a brand new novel that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. Ach ja. Man, hang on. You have been on that thing all day. Ist es die Mutter von Outbreak? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Ach so, die stirbt im Spiel erst und nicht außerhalb. Mom, it's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Leon! Yeah. Who was it? Dinner. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Okay, also man weiß ja aus dem ersten Trailer, Spoiler, die Mutter stirbt. Who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Geil. Was? Das ist Gameplay? Mom, wait! Was? Grace, keep moving. Was? Seamless transition, Digga. And the cutscene. I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Das sieht ja mega aus. Und gruselig. Come on in, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In. And out. Breathe in. Yep. Die Ashcroft Junior ist ja keine Heldin, keine
Ja, die hat ja Angst, die hat Sorge, also ich denke schon eine gute Basis für eine neue Hauptprotagonistin. Weil wir die auch halt sagen, dass sie als Leon nicht gerne als Hauptprotagonist nehmen wollten, und der halt nur so ein Actionheld ist. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. I know! Aber geil. Geil. Weil jetzt nicht viel zu sehen vom Gameplay, aber das ist einfach direkt ins Gameplay reinge... Wahnsinn. Now, for those of you here in the arena tonight at Gamescom, there's some good news, because you'll be over on the show floor, be the first players in the world to get hands-on with a playable demo of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. Ja, geil. Das wird spielbar sein auf der Gamescom. And with that, Gamescom opening night live comes to a close. The celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond. Tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. A global announcement from a studio that walked away with multiple Game Awards wins for its last project. Please, take a look. Was kommt jetzt? Ich liebe es, wenn es so ein One-Last-Ding ist. Where's the mountain? Hey! Phone in fact, losing again. Got that coswork. Must will take us back. As long as we keep that mountain in our eye. Hey. Scolding, flogging, life spared. What is going back? What's this? We've got food on our table and... Teams lange schon mal fast vergessen. Kann mich nicht mehr erinnern, wer das genau war. Sind das die von wo kommen? Ich glaube, da sind die von wo kommen. Diesmal wirklich. Wow, was für ein Tiger. Tschüss. Live of Viel 2. Hey, was denn? Let me run free. Geil, wir sind doch eine Nachfolger von bekommen. There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Black Myth series, this time starring Zhong Kui, the ghost-catching god who wanders between hell and earth. This will once again be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. And don't worry, to those who love the Black Myth series, the westward journey won't end here either. It's been amazing opening night live tonight. Thank you so much for joining me. Thank you so much, Jeff. I had so much fun. Also a huge announcement at the end of that to close out opening night live this year and kick off Gamescom 2025. It's been so much fun to host this thing again. Oh, it was such an amazing show. Great job to you. Thanks for coming back again, Shocks. And thank you to everyone for watching online and here, the audience in Cologne. What a great night. Have a great Gamescom 2025. And we'll see you on December 11th for the Game Awards in LA. Good night, everybody. Okay, good.
Meine einzige Sorge wäre jetzt, dass ich Videocode immer verpassen würde. Ich bin nicht da. Zum Glück, weil dann wäre ich jetzt ein bisschen traurig, ihn verpasst zu haben. Aber ja, nee, cool. War doch so einiges dabei. 2 Stunden Content auf jeden Fall jetzt rausgeballert und ja. See you next year, aber see you in one Gamescom, weil die Messe beginnt ja erst jetzt. Ja, geil. Okay. Ja, noch 7 Sekunden hier. Komm, die lassen wir noch mal laufen. 1, boom. Start a 30-day free trial from Adobe. Okay, Leute. Ja, Wahnsinn. Ach ja, Leute, ich sag's euch. Ich freue mich einfach riesig auf die Gamescom jetzt am Donnerstag. Ja, Leute, auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Leider gab es jetzt nicht so oder gar keine Retro-Spiele, die jetzt irgendwie wiederbelebt wurden, außer jetzt Onimusha, das war ja aber eh schon bekannt. Ich hätte mir echt ein bisschen gewünscht, so ein neues Tomb Raider oder Soul Reaver oder irgendeine andere IP, die wiederbelebt wird, wie vielleicht ein Enterprise oder so. Aber ne, war alle nicht so. Trotzdem muss ich sagen, war eine gute Show. Die Free-Show war auch sehr interessant. Jetzt nichts, wo ich völlig aus dem Häuschen war. Aber doch war ganz geil mal zu erfahren, dass Silksong endlich mal rauskommt und dass das endlich mal gezeigt wurde. Und ich habe jetzt auf jeden Fall eine gute Stimmung, auf jeden Fall auf die Gamescom zu kommen am Donnerstag und das selbst mal alles mir anzuschauen. Nicht zum ersten Mal, aber ja, jetzt erneut. Und ja, ich habe mir jetzt echt viel Zeit genommen für die ganzen Livestreams. Hab ja vorher schon auf Köln reagiert, hab noch einen YouTube-Short und ein Reel gedreht. Und jetzt hier das mit dem Opening Night Live hat mir gefallen. Und Leute, was meint ihr? Was hat euch am besten gefallen? Welches Spiel hat euch angesprochen? Seid ihr vielleicht sogar enttäuscht von dem, was gezeigt wurde? Ich fand auf jeden Fall diesen Moment geil, als bei Resident Evil 9 Requiem diese Cutscene auf einmal jetzt zu Gameplay wurde. Dieser Übergang war so smooth, das ist unglaublich. Da wird es jetzt auch einen Demo geben dazu. Guck mal, ob ich dazu komme, die zu spielen. Mal gucken, ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und ja, Leute, ich bin jetzt auch ziemlich müde nach fast 3 Stunden Stream. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier die Aufnahme und werde irgendwann die Tage das Ganze halt schneiden. Mal gucken, wann ich dazu komme und würde ich vorschlagen, seid gespannt, weil es noch alles kommt und aktiviert gerne die Glocke, wenn ich ein neues Video poste. Ich werde auf jeden Fall das Ganze auch nachher irgendwann die Woche schneiden und euch das Ganze als Video zeigen und veröffentlichen. An diejenigen, die jetzt live nicht dabei waren, keine Sorge, ich werde es euch auch halt so zur Verfügung stellen. Und ja, Leute, also auf jeden Fall war es eine geile Show. Leider ohne absolute Highlights für mich, aber trotzdem cool. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, Leute, ich beende jetzt hier mal die Aufnahme
Und ich mache nachher noch ein bisschen den Livestream weiter und quatsche mit euch ein bisschen im Chat, wenn ihr Bock habt. Wer Bock hat, hier gerne den QR-Code scannen für Donations und danke euch auf jeden Fall nochmal für die zahlreichen Aufrufe von meinem letzten Video, wo ich beim Startkopf aufgetreten bin. Und wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald wieder. Ich muss mir noch einfach mal eine kurze Zeit nehmen, den ganzen Kram jetzt mal zu schneiden und zu veröffentlichen. Aber sehr, sehr, sehr geil. Jetzt habe ich auch wieder über 4 Stunden neuem Kons-T-Content. So kann es gehen. Und ja, wir sehen uns bald wieder, Leute. Danke euch fürs Zugucken und bleibt auf dem Rollenden. Kons-T aus. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok und Clubhouse. Kons-T ist überall. Und werdet Teil vom Kons-T-Versum. Marvel war gestern. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bleibt auf dem Rollenden, Kons-T out. Wer Animus feiert, checkt auf jeden Fall auf Kons-T ab. Und wer Manuel so feiert, hört einfach seine Musik weiter. Ach, Kons-T, muss das jetzt wirklich sein? Nur weil du im Rollstuhl bist, oder was? Ich habe keine Zeit für sowas. Wer bin ich? Geduld, sein Vater? Was sagst du? Leute kennen mich. Und so schenkt ihnen meine Stimme Vertrauen. Na gut, also hört alle her. Braturas und Bratinas, Chabos und Chayas. Influencer und A bis Z Promis. Sowie Opfers und Lauchs. Tut doch bitte diesem Spasten hier einen Gefallen, tretet dem Kons-T-Versum bei. Wie das geht? Ganz einfach. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Folgt Kons-T auf Instagram und anderen Social Media. Teilt dieses Video und schickt es auf WhatsApp all euren Freunden, falls ihr welche habt. Und ganz wichtig, bleibt auf dem Rollenden. Bis zum nächsten Mal. Google-Übersetzer out und Kons-T lässt grüßen.